Hallihallo, witam i zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Heute wird ein bisschen schwäbisch. Heute machen wir Käsespätzle. Ja, man kennt ja die traditionelle Käsespätzle. Da kommt Spätzle, Käse dazwischen, Spätzle, Käse. Das wird dann in den Backofen geschoben, der Käse schmilzt und dann kann man das dann so rausholen mit ein paar Röstzwiebeln oben drauf oder mit Bratensoße oder irgendwas. Ich mache es ein bisschen anders. Ich mache es jetzt so, wie ich es eigentlich immer mache oder früher in meinem Restaurant gemacht habe oder wie jetzt für zu Hause, für die Kinder oder für die Familie. Und das möchte ich euch mal zeigen heute. Ja? Wir machen die Spätzle selbstverständlich selber. Das ist kein Hexenwerk. Ja? Kochen ist oft keine Diplomarbeit, sondern ganz einfache Sachen. Wir brauchen dafür Mehl, Eier, bisschen Wasser. Und jetzt kommt ein Geheimnis meinerseits. Ein guter Freund von mir hat mir mal einen Tipp gegeben. Das ist auch schon, das kann man jetzt sehen, wie alt ich bin, ungefähr 20 Jahre her. Hat er gesagt, mach in die Spätzle einen Teil Grieß rein. Hartweizengrieß. Und dann werden die Spätzle, wenn man die dann rausholt, so ein bisschen griffiger, so ein bisschen bissfester. Probiert das einfach mal aus und schreibt mir dann unten im Kommentaren, ob es euch dann besser gefallen oder nicht. So eine kleine Abwandlung. So, und klar, was wir noch brauchen, ist eine Reibe für den Käse. Ich habe hier schon mal was vorgerieben, das ist Emmentaler und einen schönen Bergkäse. Ja, das gehört auch immer in die Käsespätzle rein, immer einen kräftigen, vom Geschmack so ein bisschen intensiven Käse. Das könnt ihr euch in einem Käseladen dann kaufen. Und vielleicht lasst euch mal einfach beraten, was da für Käse gibt. Und dann probiert das einfach mal vor Ort, ob euch dann, vielleicht ist es zu würzig oder zu scharf, einfach den Geschmack rausfinden und das dann einfach in die Käsespätzle rein. Da machen wir uns mal ein paar Röstzwiebeln. Genau. Und für die Spätzle, ja, die schaben wir nicht, ja, obwohl es auch geht. Aber wenn jemand viel Zeit hat und es kann ruhig schaben. Ich als Pole habe es nie schaben gelernt, obwohl ja, 1-2 Mal habe ich das schon gemacht. Aber es gibt eine Spätzlepresse, die kann man überall kaufen. Ich mache euch nachher einen Link runter und das Video könnt ihr euch dann mal anschauen und vielleicht käuflich erwerben. Meine ist schon ein bisschen verbraucht. Da sind schon viele Spätzle durch die Spätzlepresse gegangen. Und eine Reibe für den Käse, das habe ich glaube ich schon gesagt. So, und genau. Und dann geht es los mit dem Spätzleteig. Der braucht ein bisschen Kraft, also vorher noch kurz durchatmen. Was ich schon gemacht habe, ist ein Salzwasser aufgestellt, so dass wir das nachher da durchpressen können. Und wie es weitergeht, zeige ich euch gleich. So, der Teig. So, den Käse kann man jetzt so auf die Seite stellen. Zwiebel brauchen wir auch nicht. Die Sahne, die man nachher für die Käsespätzle braucht, die stellen wir auch auf die Seite. So, das brauchen wir nachher zum Spätzle rausholen. Mehl. Es gibt also kurz vorweg, es gibt eigentlich ganz einfaches Rezept für die Spätzle. Ein Ei. Und dann auf ein Ei kommt immer 100 Gramm Mehl. So, da ich jetzt noch ein bisschen Grieß dazu mache, da mache ich immer 75 Gramm Mehl und 25 Gramm Grieß. So, und jedes Mal, wenn man je nach Personenzahl, die man bekocht, rechnet man immer ein Ei. Also bei 5 Personen wären 375 Gramm Mehl, 125 Gramm Grieß, 5 Eier. Und 50 Gramm Wasser. Ein bisschen Wasser kommt dazu und einen kleinen Esslöffel Salz. Dann kommen die Eier rein. So, die habe ich jetzt aufgeschlagen. Schon in die Schüssel. Ihr habt euch schon mal ein paar Mal gezeigt, wie das funktioniert. So, und dann geht's los. Ja, das hier vermengen. Kein Hexenwerk. So. Da kommt die Flüssigkeit dazu.
Keep a little kid, get that you meet, oh, in an alley in the street. Doing that rag, the chimic rag. Yeah, chimic, 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 chimic. Wenn euch das zu fest ist, so wie bei mir jetzt, ja, da kann man ein bisschen Flüssigkeit reinmachen. Nochmal 50 Gramm. Love that thing. So grab me, baby, grab me tight. Let's spend the rest of the night doing that rag. So, und das Ganze wird hier so lange geschlagen, bis sich Bläschen bilden in dem Teig. Deswegen habe ich gesagt, schön was durchatmen, frühstücken vorher, gemütlich und dann geht es los an Spätzle machen. Ja. Man kann natürlich auch die Maschine, die ich habe, KitchenAid, da mache ich euch Link wieder drunter. Mit der kann man es natürlich auch machen, aber so selbstgemachte Spätzle mit ein bisschen Kraftaufwand ist doch auch was Feines. Ja? Da kann man nachher, wenn man ein paar Gäste hat zu Hause, da kann man auch sagen, hier, guck, das hat ja meine Kraft und meine körperliche Anstrengung gebraucht und das schmeckt dann immer 2-, 3-mal so gut, wie wenn man es vielleicht kauft oder mit der Maschine macht. So, und einfach schlagen. Das braucht schon ein bisschen Zeit und Anstrengung. So. Wie ihr seht, das Wasser kocht. Spätzleteig ist fertig. Kaltes Wasser nochmal in den Schüssel nehmen und traut euch einfach mal wieder mit der Hand zu arbeiten. Ja. Einmal die Spätzlepresse aufmachen, dann den Teig rausnehmen, hier reinfüllen, ruhig voll machen. So. Ihr wisst ja, mit Händen arbeiten ist das Schönste. So, und dann einfach die Spätzle hier ins Wasser ganz vorsichtig und langsam reinpressen. So, dann das bisschen so ins Wasser reinmachen. Dann tropft es so ab. Und ihr seht schon, guck, wie sich die Spätzle erheben. Ja, das bedeutet, die sind zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. So, dann kann man das hier nochmal einmal auffüllen. So, vorsichtig hinstellen, nicht dass es runterfällt. So, Hand wieder waschen. Ein kleiner Tipp von mir, nach 30 Jahren Berufserfahrung, wascht die Hände und die Töpfe mit dem kalten Wasser ab. Weil, sobald ihr warmes Wasser reinmacht, wird es zu Klumpen und dann kriegt ihr das nicht in die Spätzlepresse raus und das kriegt ihr auch nicht von den Händen weg. So, guckt euch mal das an. Ja. Wunderbar. Wir müssen nur einmal kurz aufkochen und dann sind die Spätzle fertig. Da soll mal einer sagen, das wäre eine Doktorarbeit. So, dann kann man die schon rausnehmen. Ja, die brauchen nicht so lange. Dann einfach ins kalte Wasser rein. Zum Abkühlen. Dann einfach in den Sieb nachher zum Abtropfen und fertig ist es. So, die zweite. Auch wieder vorsichtig rein, wenn das Wasser kocht. Einfach nur eine kreisende Bewegung machen. Dann einfach kurz runter tunkeln. Einmal rechts und links bewegen, dass sich das dann trennt. Und die Sache ist erledigt.
So, guckt euch mal das an. Ja. Hoppala. Aufpassen, habe ich vorher schon gesagt, vorsichtig hinstellen. Mir das alles runterknallt. So, das sollte gleich rein, dann hebt sicherer. So, Hände waschen. So, guckt euch mal das an. Schon abgekocht. Ja, das ist ruckzuck gemacht. So, und mehr braucht es nicht. Mehr braucht es wirklich nicht. So, und dann den Rest einmal da hinlegen. Ja. Einmal wichtig ist, Hand nass machen, sonst klebt das. Guckt euch mal das an. Das könnt ihr dann einfach so rein. Und auch vorsichtig reindrücken. Einmal ins Wasser hängen. Kurz bewegen, dass sich das löst. Dafür erledigt. So, da kann man das Wasser schon ausmachen. Das letzte Mal kocht es hier. So, Wasser ist aus. Spätzle in kaltem Wasser. So. Einmal in den Sieb rein. So, und da könnt ihr gucken. Wunderbar, wie schön die geworden sind. Und einmal probieren. Ja, das müsst ihr echt probieren mit diesem Grieß. Das hat echt einen ganz anderen Bissgeschmack. Also, gleich geht weiter, dann machen wir ein paar Röstzwiebeln. So, da sind wir wieder. Jetzt schaut mal hier, hier sind die abgekühlten Spätzle. Die stehen und warten. So, als nächstes möchte ich euch hier mit euch zusammen den Käse reiben. So, den groben Rand abschneiden. Dann einfach in die Schüssel den Käse runterreiben. Dann gibt es so eine leckere Mischung, ja, zwischen Emmentaler und dem Bergkäse hier. So, das machen wir dann. Für die Menge Spätzle, da brauchen wir 250 Gramm Emmentaler. Ich kann natürlich auch was anderes nehmen. Ich kann da irgendwie einen Gouda nehmen oder ich kann das ja alles nur mit Bergkäse machen, aber das finde ich halt immer, dass es vom Geschmack hier so ein bisschen zu stark ist. So, einfach hier alles runterreiben. So, das ist ja heute Kraftakt. Das Essen schmeckt ja nachher, wenn man so viel getan hat. Einmal Spätzle mit viel Kraft und Aufwand. Und obwohl, Kraft und Aufwand, das bisschen das schafft ja jeder. Und jetzt den Käse hier auch noch. Das muss man auch noch hier so ein bisschen runterreiben. Das ist ja für die, die nicht ins Fitnessstudio gehen, eine gute Übung. Und die, die viel im Fitnessstudio gehen, die können da einen Tag auslassen. Obwohl bei den Kalorien und wenn man ins Fitnessstudio geht, ist glaube ich auch noch nicht geholfen. So, jetzt haben wir den Käse hier runtergerieben. Meine Brille rutscht immer runter. Es wird nichts, wenn man alt wird, Brille schlecht hört.
man schlecht hört. Ne, ich glaube, man hört schlecht, sage ich. Und spricht auch nur schlecht. So, da haben wir dann einen Käse runtergerieben für die Spätzle. Wunderbar. So, und jetzt machen wir uns ein paar Röstzwiebeln. Ich stelle mal kurz auf die Seite. Einfach 2 Zwiebeln nehmen und in dünne Scheiben runterschneiden. Ja. Jetzt könnt ihr auch mal gucken. Wenn ihr mehr Zwiebeln wollt, müsst ihr halt mehr runterschneiden. Wenn ihr dann Leute habt, die nicht so viel Zwiebeln mögen, dann reichen dann auch 2. So. Und das Ganze machen wir dann in die Schüssel. So. Einfach vorsichtig versuchen, so dünn wie möglich runterzuschneiden, weil die backen wir jetzt gleich aus. Man kann es ja frittieren, aber ich zeige euch meine Variante, wie es geht. So, zack, Zwiebel rein. Ja. So. Dann machen wir ein bisschen Salz dazu, nicht zu viel. Dann ein bisschen Pfeffer. Wo ist er? Da ist er. Pfeffer, nicht viel, aber nur ein bisschen. So, und dann auf die 2 Zwiebeln so einen Esslöffel Mehl drauf machen. So. Und das alles vermengen. Ja? So dass schön überall an der Zwiebel Mehl hängen bleibt. Ja? Wenn es ein bisschen zu wenig ist, dann nochmal einen Esslöffel. Also das kann ruhig alles mit Mehl umhüllt sein. Oh, bei mir war es auch ein bisschen wenig. Also, das ruhig nach Gefühl. Wir frittieren ja das Mehl nicht, sondern das bleibt ja unten hängen in der Schüssel. Aber wichtig ist, dass die ganze Zwiebel schön mit dem Mehl, da seht ihr das schon, da bleibt ja an diese Zwiebel, bleibt das ja jetzt kleben. Ja, und das hilft uns dann. So, jetzt ist perfekt. Und das hilft uns dann beim Ausbacken. Und wie es weitergeht, zeige ich euch gleich. Pfanne aufsetzen, einschalten. Unsere Zwiebeln sind hier. So, jetzt Butterschmalz, Butaris, Öl, irgendwas rein in die Pfanne. Das kann ruhig ein bisschen mehr von dem Zeug werden. Ja, aber nicht voll machen, so dass um 2 mm über dem Boden alles bedeckt ist. Dann brauchen wir ein bisschen Krepppapier und einen Teller drunter, wo wir die gebackenen Zwiebeln oben drauf machen. Und dann kann man gleich gucken. So, eine von diesen Zwiebelchen da rein. Nein, das braucht noch ein bisschen. Da warten wir, bis es heiß ist. So, das müsste jetzt aber passen. Guck mal her. Das bisschen runterdrehen und dann die Zwiebel da rein. So. Guck mal. Nicht alles auf einmal. Aber so, dass ich hier drinnen so schwimmen kann. So, und einfach mal goldbraun backen. Immer ab und zu mal bewegen, dass sie von allen Seiten die Hitze kriegen. Und was wichtig ist, ja, nicht die Geschwindigkeit macht es aus, sondern ein bisschen die Zeit auch. Also lieber eine halbe Minute länger drinnen lassen, als es nachher verbrennt. Yeah, clap your hands, say it together.
Weil so langsam haben die die erwünschte Farbe. Noch ein paar Minütchen. Chimmick, 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 oh. Yeah, chimmick, 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 chimmick. Do that rag, that chimmick rag, blow that thing. So, guckt mal her. Das ist ja tatsächlich so, wie ich es wollte. Einfach rausnehmen und auf das Krepppapier drauflegen. Ja, und dass das Ganze ein bisschen abtropft. Wenn ihr ein bisschen dunkler haben wollt, könnt ihr natürlich es auch länger drinnen lassen. Das obliegt natürlich jedem selber. Jeder selber entscheidet. So, und dann die zweite Hälfte des Ganzen rein. So. Sollte es mit dem Fett nicht reichen, einfach noch ein bisschen Schmalz, Butterschmalz oder Butaris rein oder Butter. Butter nicht, bitte keine Butter nehmen. Eher nur was, wo man gut backen kann und braten kann. So, jetzt haben wir die zweite Menge an Zwiebeln auch schon so weit durch. So, guck mal hier, schön knusperbraun. So, die anderen Zwiebeln, die da auf der Seite sind, die sind jetzt auch schon kross. So, einfach rausnehmen, auf dem Krepppapier abtropfen lassen und dann gibt es ja leckere Röstzwiebeln, selbstgemachte. So, Pfanne kann man ausschalten. Das jetzt hier alles rausnehmen. Einmal. So. Schnitt, wenn man Rechtshänder ist. So, das wär's. Und wie es weitergeht mit den Spätzle, zeige ich euch gleich. Und weiter geht's mit unserer Käsespätzle. So, ich zeige euch, wie ich das mache. Einmal Topf nehmen, Sahne reinmachen. Dann kommen die Spätzle rein. Ihr kennt das ja aus den verschiedenen Kochvideos, wie das dann so geschichtet wird. Ich mache es dann lieber im Topf. So ein bisschen Flüssigkeit rein, also Sahne. Und jetzt kommt der Käse da rein. So, wenn ihr wollt, könnt ihr es nachher überbacken. Ich lasse das so im Topf. So, der eine oder andere mag es vielleicht dann nachher noch in den Backofen schieben. Für mich reicht das so. So, dann die restliche Sahne noch rein. So, und der Unterschied zu den schwäbischen Käsespätzle ist, meine werden ein bisschen cremiger hier. Ja, das muss halt jeder selber entscheiden, wie er dann macht. Einfach nur Schichten in so einem warmen Behälter, so eine viereckige Pfanne nehmen oder wo auch immer, so Auflaufgefäß. Dann die Spätzle, Käse, Spätzle, Käse und das Ganze kann dann in den Backofen. Oder ihr macht so wie ich, ja, und nehmt euch dann so ein bisschen Sahne dazu. Wenn jemand
keine Sahne möchte, der kann ja auch gerne auch Hafermilch nehmen oder Milch. Dann ist das dann nicht so fettig. Aber ihr seht halt hier, wie schön das jetzt Fäden zieht. Ja? Und das Ganze muss ja noch gewürzt werden. Da kommt ein bisschen Muskatnuss rein und ein bisschen Salz und Pfeffer. Das muss ich jetzt schön holen. So, Salz und Pfeffer. So. So, da seht ihr, das riecht ja also schön nach dem Käse. Und da seht ihr auch, wie schön der die Fäden hier zieht. Upsala, aufpassen. So, jetzt kann man ausschalten. So, einmal probieren. Wunderbar. Wunderbar. Da kann noch ein bisschen Salz rein. So. Und dann geht's ans Anrichten. So, unser Röstzwiebel, Teller, Käsespätzle. So, und dann guckt mal, ja, im Vergleich zu dem, was man jetzt aus dem Backofen bekommt, könnt man hier schön aus dem Topf raus. 2 Minuten ist es getan. Einmal Käse, so, einmal auf die Seite. So, und dann jetzt von diesen schönen Röstzwiebeln noch was drauf. So, das sind jetzt Spätzle meiner Art, also schwäbische Art à la Przemek. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Ihr habt ja gesehen, das ist ja kein großer Hexenwerk, frische Spätzle zu machen. Ein paar Röstzwiebeln, ein bisschen abschmecken, Salz und Pfeffer. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Solltet ihr Bock haben, einfach weiterempfehlen, Daumen hoch machen oder was kommentieren, würde ich mich freuen. In diesem Sinne, guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. The Chimney Red, 'cause the evil kid gets that tomato in an alley in the street. Doing that red, the Chimney Red. Hey, Chimney, 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 Chimney,